Aber ich hätte jetzt auch einfach so rausfahren gekonnt, aber ich will jetzt nochmal die Runde fahren hier. Ja, Moinsen, wir sind hier in Kottmarsdorf. Da ist ein kleines Oldtimer-Treffen. So, heute sind nicht viele Fahrzeuge da gewesen. Das letzte Mal hat es geheißen, waren mehr da. Aber jetzt regnet es schon wieder. Und jetzt bin ich hier 3 Stunden hier gewesen und jetzt fahren wir auch wieder. Jetzt hat man Glück, dass wir jetzt nicht nass geworden sind, weil die 3 Stunden, wo ich jetzt hier war, war es jetzt trocken einigermaßen. Und jetzt geht es wieder los mit dem richtig Regen. Aber jetzt habe ich alles gesehen, was es hier zu sehen gibt, und jetzt kommen keine neuen Fahrzeuge mehr. Und ich habe da einen kleinen Video gemacht dazu. Den werde ich demnächst online stellen. Wer sich dafür interessiert, kann ja jetzt den Kanal abonnieren. Ja, und in Löbau drüben soll ja auch ein Fest sein, aber das ist auch verregnet. Da will ich jetzt auch nicht hin. Löbauer Stadtfest. Ich kann mich erinnern, letztes Jahr war da auch dieses Stadtfest in Löbau und da hat es auch so stark geregnet, dass die das dann abgebrochen haben, das Fest. Naja, da muss ich nicht unbedingt hin. War jetzt in Görlitz auf dem Stadtfest. Da war schön, da war was los, ne? Aber Löbau ist eh nicht so viel. Da muss ich jetzt nicht unbedingt hin. Ja, jetzt fahre ich noch eine kleine Runde hier und dann schauen wir mal. Fahren wir mal hier rum. Ja. Jetzt fahren wir mal hier rum, weil ich wollte jetzt nicht auf der Hauptstraße rumeiern da. Ja, ich finde es schade, dass jetzt nicht ein bisschen mehr los war da auf dem Oldtimer-Treffen, aber ist klar, vorigen Sonntag war ja in Löbau der Klassiktag und jetzt so kurz darauf hin schon wieder ein Treffen. Ne? Da kommen halt dann auch nicht alle, vor allem die von weiter weg kommen. Aber heute waren viele Trabants da auf der Veranstaltung, auf dem Treffen. Das war ja fast wie ein Trabant-Treffen, nur das war ja fast wie ein Trabant-Treffen nur. So, und jetzt bin ich hier lang gefahren, obwohl ich jetzt hier eigentlich gar nicht lang fahren wollte, aber ich wollte eigentlich nur den Motorradfahrer hinter mir loswerden. Jetzt drehen wir hier schnell wieder um. Und da vorne geht es nur in die Kiesgrube, da will ich nicht, jetzt wirklich nicht hin.
hingefahren dort. Nee, da kommen wir in die Kiesgrube rein. Da will ich nicht hin. Ich bin hier nur geradeaus gefahren, damit der andere da abbiegen kann. Weil zum Überholen ist es hier ein bisschen blöd, weil hier ist kein Platz zum Überholen. Eigentlich wollte ich auch da lang. Ja, jetzt schauen wir uns mal an hier, wie das Wetter ist. Na, da hinten scheint es wieder aufzulockern. Aber wie gesagt, was will ich jetzt noch länger auf diesem Treffen bleiben? Ich habe alle Fahrzeuge gesehen, ich habe mein Video gemacht, ich habe ein bisschen getratscht mit den Leuten, aber die anderen, die sitzen jetzt da alle drin und trinken Alkohol und hören dieser blöden Blasmusik dazu, und ich mag weder Alkohol noch Blasmusik, ne? Also warum sollte ich da jetzt noch bleiben? Jetzt fahren wir noch eine Runde und dann schauen wir mal, weil sonst habe ich heute nichts weiter zu tun, weil ich tue ja ab und zu am Sonntag irgendwelche Lieferungen fahren, aber heute nicht. Heute brauche ich nichts. Und da rechts geht es zum Steinbruch hinter. Warum ist es hier so slammig? Ach, da ist der mit seinem Bulldog hier. Da war der Bauer da im Feld drin und hat hier das Schlamm mit raus. Ja, und hier über dem Bahngleis, da kommt schon seit 30 Jahren kein Zug mehr. Aber das Bahngleis ist ja noch in der Straße mit drin, und links und rechts davon, wo der Bahndamm war, da wurde das Gleis zurückgebaut, nur in der Straße haben sie es drin gelassen. Den Sinn verstehe ich jetzt auch nicht, da hätten wir die Straße aufreißen können und die Schienen raus und dann die Straße vernünftig zumachen. Ne? Weil wenn sonst reißt man die Straße ja wegen jedem Dreck auf. Ne? Dann hätten wir es auch da machen können, dann wäre die halt mal einen Tag gesperrt gewesen, so viel Verkehr ist da auch nicht. Ja, hallo Timur und Matthias, hallo zusammen, und alle anderen, die jetzt dabei sind, auch hallo. Wer es noch nicht mitgekriegt hat, wer sich später eingeschaltet hat, wir waren jetzt in Kottmarsdorf auf so einem kleinen Oldtimer-Treffen. Aber da war jetzt nicht allzu viel los, deshalb bin ich jetzt nach 3 Stunden wieder weg. Und jetzt fängt es ja wieder an zu regnen. Ich habe halt früh schon überlegt, ob ich überhaupt herfahre, weil man gedacht hat, naja, wenn es da so regnet, dann muss ich da nicht unbedingt hin, aber dann hat es nachgelassen. Und jetzt hat es tatsächlich die ganze Zeit ausgehalten. Und jetzt geht es wieder los. Ja, was soll's. Jetzt sitzen wir ja im Auto, da ist es ja egal. Dann machen wir eine kleine Bewegungsfahrt heute. Aber sonst habe ich nichts weiter zu tun. Es ist auch mal schön, wenn man mal nichts zu tun hat. Ja, morgen geht es wieder früh um 6 Uhr los. In Niederkunnersdorf waren wir jetzt hier. Wem das was sagt. Ein kleines Dorf. Ja gut, ein bisschen was habe ich doch noch zu tun, weil ich muss ja jetzt noch dann die Videos schneiden, die ich da gemacht habe, zusammenführen.
sind wir hier wieder an der Hauptstraße. Jetzt haben wir hier nur einen kleinen Abstecher gemacht. Wir hätten auch vorhin geradeaus durchfahren können auf der Straße. Und dann wären wir da über den Bahnübergang gekommen, da wo es immer so holpert. Und den haben wir jetzt geschickt umfahren. Ja, dafür habe ich es jetzt eigentlich nicht gemacht. Ich wollte halt nur jetzt mal eine runde Nebenstrecke fahren. Weil die Hauptstraße ist irgendwie langweilig, wo immer dieselbe Strecke fährt. Ja, und wenn man es sehen kann auf dem Video da rechts, wo der Turm ist, der lange Fernsehturm, und daneben ist noch so ein kleinerer Turm. Das ist dieser Löbauer gusseiserne Turm. Da hat man auch Aussicht von da oben. Jetzt natürlich nicht. Da habe ich auch schon mal ein Video gemacht davon, die Rundumsicht. Löbauer Turm oder Löbauer Berg, ich weiß nicht, wie ich da geschrieben habe. Das kostet, glaube ich, auch 1 Euro oder so. Da ist so eine Zahlschranke, aber was soll's. Oder kostet es gar 2, ich habe keine Ahnung mehr. Das ist auch völlig unwichtig. Aber wenn das Wetter gut ist, sollte man da schon hin. Aber bei dem Regenwetter, da siehst du eh nichts, wo es da weitergeht. So, und jetzt fahren wir mal noch hier rein. So eine kleine Nebenstrecke, wo wir hier unterwegs sind. Ah, ich habe gerade gesehen, da hat jemand was geschrieben. Inbus, hallo Polizei Österreich, bitte achten Sie auf den Verkehr. Ja, das machen wir doch immer. Natürlich achten wir auf den Verkehr. Die Volkspolizei war übrigens auch dabei auf dem Treffen. Was ist hier? Ah, da fährt ein Bub mit dem Bulldog spazieren. Ein John Deere hat er. War ein John Deere Zeichen drauf. Und hier müssen wir links, weil rechts geht es nicht weiter. Zumindest mit dem Fahrzeug geht es da nicht weiter durch den Wald. Mit dem Fahrrad kann man da durch den Wald fahren. Da bin ich ja schon mal gefahren, aber der John Deere, ja. Der Bub da, der hat den John Deere Trade Bulldog. Ja, aber Bulldog, was war auf dem Treffen, wo ich jetzt gerade war, ein Eicher war da, ein paar Fortschritt waren da, ein Deutsch war da, was war das andere? McCormick habe ich gesehen, und was war noch? Oh, jetzt habe ich vergessen, was der andere war. Jedenfalls Lanz war keiner da. Ja, bei den Lanz ist das Anlassen immer so umständlich. So, jetzt geht's weiter. Ja, hin und wieder kommt er hier entgegen, aber so oft war er jetzt nicht sehr lang. Masud, lese ich das richtig? Ja, hallo.
Also da vorne kommt jetzt gleich Löbau. Wer sich da auskennt. Ah, hier nicht mal. Hier war doch immer so ein Haus, so ein halb verfallenes. Ach, das haben die jetzt schon weggemacht, das alte Haus. Ja, die haben das alte Haus weggemacht, dass da immer stand. Ja, das ist eh schon fast von alleine eingefallen. Da wurde es ja Zeit, dass das mal weggemacht wird. Das konnte man nicht mehr renovieren. Ja, ein heutiger Benzinpreis, was lese ich hier? 1,67. Ja. Na, ich tanke hier eh nicht. Tanke immer in Polen, da habe ich gestern, was habe ich bezahlt? 1,34 umgerechnet. Es wäre natürlich ein bisschen teurer gewesen im Original, aber ich habe ja meine Flottenkarte, da kriege ich immer noch ein paar Prozent billiger. Spare ich noch mal 10 Cent pro Liter. Da stand jetzt das Schild Gusseiserner Turm und den könnte man jetzt eigentlich auch sehen, wenn man da, ja, ich weiß nicht, ob ihr das mitkriegt jetzt, da oben auf dem Berg, irgendwo da oben ist dieser Turm. Aber da muss man hin, wenn es schön Wetter ist, ne? Aber so lohnt sich das nicht, weil sieht man ja nichts. Außerdem geht da normal schon ein ziemlich starker Wind da oben. Ne? Und wenn es dann noch so ist wie heute, dann ist es da gleich noch einmal gefühlt viel kälter. Boah, jetzt kommt die Sonne raus. Was ist denn da passiert? Jetzt kommt ja tatsächlich die Sonne raus. Damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Da sieht mal einer da. Gucke da. Da wird es plötzlich noch Sommer. Na, wer weiß, da hinten sehe ich schon wieder Wolken. Also, das ist wohl nur ein kurzer Moment. Naja. Ja, und da wo die Leute da reingehen, dort ist das Stadtfest. Habe aber jetzt keine Lust, mir da einen Parkplatz zu suchen und da hinzugehen, weil da sieht man eh nichts. Und da muss ich nicht unbedingt dabei sein. Lieber war ich jetzt da die 3 Stunden, habe mir da alte Autos angeguckt, aber wenn es immer dieselben sind, die man sieht. Ein paar davon sind mir zumindest aufgefallen, die habe ich voriges Wochenende in Löbau schon gesehen. Aber trotzdem ist immer wieder schön, die anzuschauen, die alten Geräte. Ein paar kleine Lastwagen waren auch dabei. Ramos und so ein AP war dabei, allerdings der Zweisitzer mit hinten richtig mit Laderaum. Ich habe mit dem gesprochen, dem Besitzer, und der hat tatsächlich
LKW-Zulassung mit seinem Gerät und hat ein großes Nummernschild dran, weil der eben, den kannst du nicht mehr mit dem Moped-Führerschein fahren, diesen Ape, das ist die größere Version dazu. Auch wenn ihr mal später mal mein Video seht, da könnt ihr es ja sehen, da habe ich den ja, ich habe da ja ein Video gemacht davon. Dazu müsst ihr allerdings den Kanal abonnieren, damit ihr den Video dann auch seht. Jetzt schauen wir mal. Ach, sonst gibt es hier nicht viel. Jetzt wollte ich gerade sagen, hat der Lidl geöffnet, ne? Die Leute parken da und gehen an das Fest. Ich weiß jetzt gar nicht, ob der Lidl da eine Parkraumüberwachung hat. Also von der Edeka in Löbau weiß ich, da gibt es so eine Kamera. Und wenn du da zu lange stehen bleibst, dann gibt es Ärger. Ich glaube, 2 Stunden sind da kostenlos. Aber natürlich nur während der Geschäftszeiten. Jetzt, ich weiß nicht, ob das bei dem Lidl da auch so ist. Oder ob die da heute eine Ausnahme machen. Ich finde das ja eine unverschämte Abzocke da mit diesem Parkraum bewirtschaften, ne? Dass es überhaupt statthaft sei und dass Leute Geld verdienen mit Strafzettel verteilen, also ja, und die Höhe dieser Bußgelder, die da einfordern, das ist ja unverschämt, ne? Ich habe das mal auf Achtung Abzocke gesehen, wie viel 100 das die da gleich verlangen. Und da wo ich einkaufe, immer in Polen bei dem Aldi, die haben zwar auch einen Automaten dort stehen, aber da kannst du kostenlos stehen. Ich glaube, eine Stunde kannst du kostenlos stehen. Und ansonsten bezahlst du halt 4 Zloty. Wenn du länger stehen willst, musst du dir dann das Ticket holen. Das kann ja noch einsehen da, ne? Wenn das so geregelt ist. Aber was willst du denn mit was anderem, ne? Da diese privaten Sheriffs, da, die da nur rumlaufen und drauf trauern, dass ein Kunde seine Parkscheibe vergisst oder so, ne? Ach, guck mal, was das Pferd da macht. Es ist doch noch schön geworden, ja. Aber ich muss jetzt trotzdem, weil ich habe ja ein bisschen Erkältung noch nebenbei. Jetzt muss ich mal was anderes ausprobieren. Ja, nee, das saltet schon richtig, aber mir kommt es immer vor, als ob der Truck hier eine höhere Drehzahl hat wie mein Grüner, ne? Vielleicht täuscht mich das auch. So. Die Äpfel im Garten, überall.
Ja, hier müssten wir jetzt rechts. Aufpassen. Hier sind wir noch im Ort. Jetzt hätte ich beinahe hoch beschleunigt, aber wir sind ja noch im Ort. Ja, hallo. Hallo alle zusammen. Ich kann es jetzt gerade nicht lesen. Aber da war der ehemaligen Imbiss-Parkplatz, halte ich mal kurz an, da lese ich nochmal die Kommentare von euch. Was soll ich Ihnen jetzt eigentlich noch sagen? Ich bin kaum noch Ton raus. Das heißt, der hat mich erwischt. Ich habe es nur im Hals, komischerweise, wisst ihr warum? So, was man sonst noch hat bei der Erkältung wie Schnupfen und so, habe ich gar nicht. Was das für ein spezieller Virus ist, der sich nur im Hals festsetzt, kann man kaum noch. Ja, bei dem Tag, da erschrecke ich jedes Mal, wenn ich auf die Tankuhr schaue, weil der hat hier 2 Tanks, da muss man umschalten und dann fällt natürlich die Nadel schneller ab, als ich schon beim anderen Tag gewöhnt bin. Der hat einen großen Tank und da bewegt sich die Nadel natürlich langsamer. Ne? Ja, hier muss ich umschalten. Dann von Tank 1 auf Tank 2. Da zeigt natürlich auch die Anzeige entsprechend an. Aber wenn man beide Tanks zusammennimmt, hat der genauso viel Sprit wie der andere. Also das nimmt sich nicht viel. Ne? Aber ich finde es doch ein bisschen umständlich mit den 2 Tanks. Ne? Da musste ich jedes Mal auch beim Tanken, also musste 2 Tankdeckel abschrauben und dann rüber und über und da gucken die Leute immer, die hinter mir aufs Tanken warten, da, wenn ich mit dem einer fertig bin und dann mache ich den Lauf in den nächsten Tank rein. Na? Und dann dauert es noch einmal ein paar Minuten, bis ich endlich fertig bin. So, und jetzt fahren wir dann hier rüber. Jetzt will ich mal schnell hier anhalten. Weil da war mal ein Imbiss. Da habe ich früher immer mit dem großen Lastwagen auch angehalten hier. Aber der ist das seit Jahren nicht mehr. Ja, ganz nach Riski fahren wir nicht. Ich fahre jetzt zurück zu mir nach Hause. Ne? Da nach Skarscheletsch. Ja, Leute, ich würde ja gern noch weiter, aber ich kann jetzt nicht mehr, mein Hals, ich kann kaum noch sprechen. Deshalb beende ich das jetzt hier. Ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Ne? Macht's gut. Tut den Kanal abonnieren und fahrt mal wieder mit. Das nächste Mal auch vielleicht auf einer längeren Tour wieder. Aber wie gesagt, ich kann kaum noch sprechen. Also, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.